Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Florian und habe euch eine Folge mit dem Podcaster Richie Seidel mitgebracht. Offensichtlich gab es hier einen Podcast-Takeover und Richie ist diesmal zu Gast in seinem eigenen Podcast. Warum das so ist und was das mit dem Deutschen Preis für Softwarequalität zu tun hat, das erzählen wir euch in dieser Folge. Aber hört selbst rein. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Richie, schön, dass du da bist. Ja, danke Florian für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ist ein bisschen ungewöhnliches Setup heute. Nicht wundern, nicht Richie begrüßt heute, sondern ich habe das Vergnügen. Insofern von meiner Seite auch nochmal Hallo. Ich bin Florian und ich bin heute der Host von diesem Podcast. Das ist also offensichtlich ein Podcast-Takeover, den wir hier machen. Richie, wie fühlt man sich denn auf der anderen Seite des Mikros in seinem eigenen Podcast? Ja, also ich fühle mich jetzt dir komplett ausgeliefert. Ne? Ich habe ja keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Normalerweise bin ja ich der so die Fragen stellt und so. Und diesmal, ja, ich bin aufgeregt und bin gespannt, was jetzt so kommt. Ja, dann hast du mal einen Eindruck vielleicht, wie es deinen Gästen sonst geht und kannst ein bisschen Empathie entwickeln für die Zukunft mit den Sorgen und den Nöten, die haben. Warum wir das machen, das hat natürlich einen guten Grund und der nennt sich Deutscher Preis für Softwarequalität, der DPSQ. Der wird jährlich vergeben vom ASQF, vom German Testing Board, von der GITAF und der diesjährige Preisträger heißt Richie Seidel. Herzlichen Glückwunsch, lieber Richie. Und das ist natürlich Dankeschön. ein Grund zum Feiern. Und eigentlich auch ein gutes Thema für einen Podcast. Jetzt haben wir natürlich, oder du hast das Problem, dass es schwierig ist, sich selbst zu interviewen. Ja. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal hier diesen Takeover. Ja, ich hoffe, das ist okay für dich. Lass dich einfach mal drauf ein. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt und ja, ich lasse mich überraschen. Es gab eine Pressemitteilung zu dem Preis, da steht drin, mit dem Aufkommen agiler Projektmethoden in den 2000ern erkannte er, Richie, die Relevanz des Aspekts der Menschlichkeit für seine Arbeit. Sein Selbstverständnis basiert auf dieser ganzheitlichen Haltung, die Technologieentwicklung immer entlang menschlicher Bedürfnisse und Werte denkt. Und folgerichtig war ja deine erste Podcast-Folge, vielleicht erinnerst du dich dran, die hieß Qualität als Haltung. Weißt du noch, wann das war? Das war im April 23. 18. oder 16. So. Oh, sehr gut. Das war der 18. April 23. Und inzwischen sind über 150, ich habe sie alle gezählt, Podcast-Folgen erschienen. Ja, Qualität als Haltung. Was verstehst du denn darunter genau? Was bedeutet es für dich und auch für deine eigene Arbeit? Nimm uns da mal mit. Also das, wie du schon gesagt hast, kommt das ja ein bisschen aus meiner Historie heraus. Ich hatte irgendwann einmal so in meinen Projekten den Fall, dass ich so als Fachberater reingestolpert bin ins Projekt und gesagt habe, so, und ihr könnt jetzt mal hier so testen und da testen und diese Methoden nutzen, und die saßen alle da und gesagt, du erzählst mir jetzt mal gar nichts. Ne? Und das war total frustrierend, und da habe ich mich dann so mit diesem Thema begonnen auseinanderzusetzen, Coaching, menschliche Bedürfnisse, Werte, Glaubenssätze, ein Mindset, all diese Dinge, und habe verstanden, da ist ja ein Mensch. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ein Tester, der einfach Testfälle durchführt oder schreibt, sondern der will auch quasi in seiner Menschheit mit abgeholt werden, in seinem Menschlichsein. Und das habe ich mir dann auf die Fahnen geschrieben, und so kam dann eins zum anderen, dass ich dann irgendwann verstanden habe, wenn ein Team wirklich Qualität lebt und nicht nur Testfälle schrubbt und Skripte schreibt und Testdaten irgendwo reinfüttert, dass das dann auf einem ganz anderen Level funktioniert. Man muss es gar nicht mehr so operationalisieren dann, sondern es ist dann einfach gelebte Praxis. Und interessanterweise, und das ist auch in dieser Haltung drinnen, wenn man diese Teammitglieder dann fragt, wie viel testest du denn? Das können die gar nicht beantworten, weil für die ist das ist einfach so da, das gehört einfach dazu und das wird getan. Und da haben wir gedacht, das ist doch schön, da wollen wir hin. Und ich glaube, da will auch Agilität hin, dass man quasi die Dinge lebt und einfach richtig macht. Ne? Passt gut wahrscheinlich zu einer deiner letzten Folgen mit Isabel Evans.
die dazu ja auch forscht und auch bei der Eurostar berichtet hat, wo sie sich so ein bisschen auch die Soft Skills, die typischen von Software-Testerinnen und Testern anschaut. Ne? Und das geht ja eigentlich auch stark in diese Richtung, zu sagen, das sind nicht diese typischen Nerd-Attribute, die Menschen auch haben, sondern es ist eine extrem kommunikative Aufgabe, Tätigkeit, die wir da haben. Ne? Ja, also ich finde, das war als Tester ja auch immer der große Spaß. Man rennt mit seinem Fragenkatalog rum und nervt jeden, will irgendwas wissen, braucht die Information und da entwickelt sich, und das sehe ich ganz heute, wenn ich mit Testern oder Testmanagern arbeite, die sind eigentlich super gut vernetzt, die kennen alles, die haben einen kompletten Überblick über die Projekte und sind oftmals auch so ein bisschen der Single Point of Truth, wo die anderen dann hinkommen und sagen, du kannst mir mal das kleine erklären, wie das hier funktioniert. Und durch diese Vielfältigkeit ist das natürlich schon, braucht man auch andere Skills. Ne? Also der introvertierte, soziophobe Nerd, der wird sich da ein bisschen schwer tun, muss halt dann vielleicht raus oder so. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch einfach so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, da einen Job draus zu machen, weil ja viele, das hat ja Isabel Evans auch gesagt, ganz viele kommen ja also als Quereinsteiger dran, ne? Die sind dann irgendwie haben wir vielen künstlerischen Background oder kommen aus anderen akademischen Bereichen heraus oder von ganz anderen Jobprofilen und landen dann irgendwo im Testing und das bereichert natürlich unsere Zunft ungemein. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, dass so Fachkollegen zu dir kommen und ihnen von dir erklären lassen, wie ihre Anwendung funktioniert. Genau. Weil du sie wirklich als Einziger oder weil du sie sehr gut kennst oder kennen musst. Ja. Du hast in dieser Folge nicht nur von Qualität als Haltung gesprochen, sondern im Prinzip 3 Erfolgsfaktoren eigentlich von guten, systematischen, sinnvollen Testen. Da ist das eine. Die anderen 2 Beine sind sozusagen die Testgrundlagen und die Testautomatisierung. Ja. Das war jetzt vor 2 Jahren. Gilt das immer noch, würdest du sagen? Und wie passen die da rein in diesen Dreiklang dann sozusagen? Ja, also ich finde, das ist immer noch so. Also Grundlagen, das ist einfach das, was wir brauchen weiterhin. Also gerade wenn ich in die Richtung der Testverfahren denke, als Tester muss ich halt wissen, wie eine Äquivalenzklassenmethode geht, was Grenzwerte sind und sowas. Weil selbst wenn ich jetzt mit einem Auge hinschiele, dass mir eine KI vielleicht irgendwelche Testfälle schrubbt und mir die dann ausspuckt, ich muss es ja irgendwie bewerten können, ob das was taugt. Das heißt so diese Basics, wie ich eigentlich eine Teststrategie aufbaue. Was gibt's für Teststufen? Was gibt's für Testarten? Ich glaube, das sollte jeder drauf haben und nicht nur die Tester, sondern einfach auch das Team auch mit verstehen, weil ja auch Qualität ja dann von allen getragen werden soll. Und da wäre schon ganz gut, wenn auch ein Entwickler, wenn ein PO oder ein UX-Designer einfach wissen, auf welcher Stufe wird eigentlich was gerade getestet und wie sieht da unsere Idee aus, wo wir da hinwollen. Also ich glaube, die Grundlagen, Basics da, und da ist immer noch so viel Potenzial da, weil ich komme auch oft in Teams rein, die haben da alle irgendwie ein Foundation-Level gemacht, ne? Und dann schaust du dir die Testfälle an und denkst da, ja, aber warum verwendest du das nicht, was du gelernt hast? Na, also da ist so ein Gap, das man noch füllen kann. Na. Na, ich denke, daran sieht man auch, dass es eben nicht ein Entweder-Oder ist, ne? Und nicht nur das eine richtig und nur nicht das andere, dass nur ein Zertifikat dich nicht zu einem guten Tester macht, aber dass vielleicht auch ein gutes Fundament, gute Begrifflichkeiten, die man kennt, Methoden und so weiter, eine gute Grundlage sind, um das mit der Erfahrung und dem menschlichen zusammen dann zu guten Testern zu machen. Deswegen, das finde ich auch immer total wichtig, dass wir da auch so draufschauen und eben nicht sagen, das ist entweder nur das oder dieses oder das geht gar nicht, sondern es ist eben komplementär zueinander. Ja. Genau. Die meisten, und ich meine, das gilt jetzt natürlich für die Podcast-Hörer hier insbesondere, aber ich glaube, viele kennen dich ja wahrscheinlich oder hauptsächlich über deinen Podcast, ne, oder nehmen dich darüber wahr, sei es jetzt eben im Stream hier bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple, bist auch auf den Konferenzen aktiv und nimmst da den Podcast auf. Was war denn so dein Antrieb damals im April 23? Ging wahrscheinlich vorher schon los, dich sozusagen damit zu beschäftigen. War da irgendwo eine Lücke, die du gesehen hast oder einfach dein persönliches Interesse? Was war da so dein Hintergrund? Ja, also es gab so zwei
zwei Themen, wenn ich so rückblickend drauf schaue, warum ich es eigentlich gemacht habe. Das eine, ich hatte im Jahr davor, da kannst du dich vielleicht noch erinnern, hatte ich so eine Blogserie gemacht zum Thema Future of Testing. Genau. Und da hatte ich so gefragt, beantwortet mir mal ein paar Fragen in Textform. Und das haben alle brav gemacht, die ich angefragt habe, bis auf zwei, nämlich Thilo Linz und Wolfgang Platz. Die haben gesagt, ich habe keine Zeit zum Textschreiben, lass uns einen Videocall machen und du transkribierst dir das dann irgendwie zurecht. Und ich so, naja gut, machen wir dann. Aber das war dann so lustig mit den beiden auch und hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein cooles Format irgendwie. Und das hat dann so ein Jahr gegärt und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht einen Podcast machen? Also so ein Podcast, wo, und da muss ich auch sagen, ich habe mich ein bisschen gescheut und habe mir gedacht, jetzt jede Woche eigene Folge, wo ich irgendwas erzähle, oder muss ich ganz schön viel vorbereiten und machen und tun und mir Content überlegen. Ich kann mir doch einfach Leute einladen, die Expertise haben in diesem und jenem und die interviewen und dann haben wir hier ein tolles Format, das einfach auch sehr breit Wissen in die Community bringt und das in regelmäßiger Basis, sodass jeder so sein Häppchen jede Woche mitnehmen kann, ein bisschen lernen kann, sich inspirieren lassen kann. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja auch irgendwie ein netter Beitrag. Ich meine, ich habe so viel gelernt auf Konferenzen und durch die Community, durch Bücher, durch Blogs, dass ich gedacht habe, ja, kann ich vielleicht selber jetzt auch mal zum Multiplikator werden und das auch zurückgeben und Tester und Testerinnen inspirieren, anderes auszuprobieren, was Neues zu machen oder was auch immer. Super. Also manchmal entstehen die Dinge einfach durch Zufall und da poppt dann irgendwie so eine Idee auf und auf einmal wird es dann wahr. Ja? Also Grüße an Thilo und Wolfgang sozusagen. Genau, die geistigen Väter des Podcasts. Genau, ja. Aber ich meine, du hast ja auch schon mal erzählt, das ist jetzt nach 150 Folgen, hat man da wahrscheinlich auch so einen gewissen Automatismus oder Routine drin, und das ist wahrscheinlich jetzt so der 150. nicht mehr ganz so aufwendig, mental, aber auch von der Technik her, wie der erste das sicherlich war. Aber scheinbar macht es dir ja Spaß, sodass du jetzt ja vor kurzem tatsächlich noch einen zweiten oder einen Spin-off-Podcast, den Software Testing Unleashed, gestartet bist. Wie kam es denn dazu und was unterscheidet den denn jetzt von diesem hier? Ja, also das war ein bisschen also ich brauchte eine Lösung. Ich frage ja immer in die Community rein, gebt mir Feedback zum Podcast. Jetzt ist Podcast ja primär so ein Sendekanal, ne? Also man kriegt ja wenig zurück, ne? Die Folge an sich kann keiner liken oder sonst was, da kann man irgendwo ein Herzchen bei Apple geben, aber man kriegt kein Feedback. Das frage ich ja dann so immer nach. Und ich hatte über die 2 Jahre im deutschsprachigen Podcast auch so vereinzelt englische Folgen drinnen, einfach durch die Konferenzen auch hat sich das ergeben. Und da kam dann zweierlei Feedback zurück. Da kam entweder zurück, ja super, wir wollen mehr davon, wir wollen mehr von dieser internationalen Community hören. Oder das Feedback kam, lass diese englischen Folgen weg, wir wollen hier unsere deutschen Folgen weiterhin haben. Das stört nur, ich verstehe es nicht und es im Auto fahren und dann bin ich frustriert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wie kriege ich die beiden Welten zusammen? Da machst du halt so ein Spin-off und mach mal halt den englischen Podcast noch, der jetzt immer donnerstags erscheint, also Dienstag der deutsche und Donnerstag der englische und wo ich jetzt die englischen Folgen einfach sammle und denke, man kann sich ja dann aussuchen, was man möchte. Und natürlich ist jetzt im Englischen natürlich auch ein anderes Zielpublikum noch da. Also ich habe ganz viele Abonnenten aus dem indischen Bereich, aus dem US-amerikanischen Bereich und natürlich, aber weiterhin auch aus Deutschland, die da jetzt einfach auf beiden Kanälen auch zuhören. Ja. Sehr gut, also die Weltherrschaft ist jetzt sozusagen möglich. Naja, mal sehen. Ja. Gab es da also jetzt nicht nur für den Englischen, aber auch sonst irgendwie Vorbilder, die du da irgendwie hattest, dass du gesagt hast, das finde ich cool, was der oder die da gemacht haben, oder gar nicht, dass du sagst, hey, das ist mir eigentlich auch völlig egal, was da andere machen, ich mache da mein eigenes Ding. Ja, also das eine hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir ja Gäste geholt habe, weil ich einfach denke, das war so eine eigene Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich kann nicht jede Woche selber Content machen. Ich träume immer noch von mehr Solo-Folgen, aber ich krieg's einfach zeitlich nicht hin. Und ich habe mich schon natürlich in generellen Podcasting so umgesehen, wie machen das andere, wie interviewen die, was stellen die für Fragen. Habe dann auch gemerkt, ja, im Endeffekt, ich frage einfach das, was mich interessiert. Und ich meine, du kennst es ja selber auch als Gast hier im Podcast. Es gibt
gibt ja jetzt nicht so eine unfassbar überbordende Vorbereitung, sondern wir machen uns ein Thema aus und dann kommen meine Fragen eigentlich relativ spontan aus mir raus und im Gespräch ergeben sich dann vielleicht noch 2, 3 andere und dann ist der Bogen auch rund. Also für mich eine Sache, die ich mir schon abgeschaut habe am Anfang, war, ich gesagt, ich mache Video gleich mit. Ich möchte diesen YouTube-Kanal, ich möchte auch das Visuelle da mit bespielen. Das macht natürlich deutlich mehr Aufwand als jetzt nur ein Audio-Stream, aber das macht mir auch Freude, weil ich einfach sehe, das ist ein bisschen andere Community auf YouTube, die das sehen, ich kriege ein bisschen anderes Feedback auch dazu und das macht mir einfach auch Spaß, mich mit dieser Technik ein bisschen auseinanderzusetzen. Hast du denn eine Lieblingsfolge? Oder einen Lieblingsgast? Lieblingsfolge oder Lieblingsgast? Also es Thema gibt ist vielleicht einfacher, ja. Also irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wenn du einen Elevator-Pitch machst und jemanden sagst, zum Beispiel dieses oder jenes, was kommt da so hoch? Also ich kann mich erinnern, die erste Folge mit unserer ISTQB-Präsidentin Claudia, die war total lustig, weil wir so viel gelacht haben schon im Vorfeld und wir hatten so einen Spaß, weil wir einfach einen guten Draht haben und so. Das ist mir echt als eine der lustigsten Folgen auch mit hängen geblieben. Und ansonsten, ich mag ja gerne so ein bisschen Folgen, die auch so out of the box sind. Ne? Also hier mit Sophie Küster zum Beispiel über psychische Gesundheit und Imposter-Syndrom, über solche Dinge zu sprechen und das dann in den Kontext zu bringen, von uns in unserer Branche. Diese Folgen, das sind eigentlich die ich auch gern mag. Oder Stoizismus, die eine Folge, die fand ich auch super, weil ich mich selber mit Stoizismus viel beschäftigt habe und das aber habe das selber noch nie die Idee gehabt, das in unsere Branche zu transferieren, was das eigentlich bedeuten kann. Ne? Und die Folgen machen mir eigentlich am meisten Spaß. Ich könnte mir vorstellen, da kriegt man ähnliches widersprüchliches Feedback wie mit den englischen Folgen, dass man, wenn man jetzt aus dem reinen Testing, ne, was auch immer jetzt das reine Testing ist, aber wenn man jetzt nicht nur über Testverfahren und Testdatenmanagement spricht, wahrscheinlich auch unterschiedliches Feedback dazu bekommt, ne, weil man so ein bisschen an den thematisch über den Tellerrand hinausschaut. Ja, wobei ich da schon das Feedback sehr positiv wahrnehme. Also zumindest das, was mir gesagt wird. Da könnt ihr gerade diese Sachen, auch diese Soft Skills und sowas, Team- und Menschenthemen, die kommen schon sehr gut an. Da kriege ich auch eher proaktiv Feedback dazu. So, klasse Folge, das habe ich so auch ein bisschen mitgenommen. Ne? Und die Gäste, muss ich sagen, im Deutsch und international sind ja auch anders gestrickt. Ne? Also im deutschsprachigen Raum, da gibt es immer sehr häufig ein Thema, einen Aspekt, den man sich anschaut, BDD oder DevOps oder Acceptance Testing, was wir gemacht haben oder so. Und im internationalen Bereich, die wollen eher so ein bisschen plaudern. Die wollen so ein bisschen ihre Lebensweisheiten einfach kundtun. Das ist ein bisschen schwer festzunageln, worüber man denn jetzt eigentlich wirklich spricht. Ja. Meine aktuelle Lieblingsfolge, wenn ich das ergänzen darf, die ich mega spannend fand, relativ neu mit Professor Liggesmeier, ja, Zeitalter der Autonomik, fand ich persönlich super, rein von der Tiefe, von der Fachlichkeit, von den Ideen her, hat mir super gefallen. Also die es noch nicht gehört haben, da gern mal, war vor 3, 4, 5 Folgen so ungefähr, glaube ich, ist mir gut hängen geblieben. Jetzt hast du mir, Richie, ja zwischen 2 Getränken ja auch schon mal erzählt, dass es jetzt aber tatsächlich viele Leute gibt, die dich nur als Podcaster wahrnehmen. Ne? Die sagen, okay, das ist ja Podcaster Richie oder Richie ist Podcaster. Ne? Das ist ja Vollzeit-Podcaster und du verdienst damit deine Millionen und schlürfst deine Cocktails dann am Strand. Ja? Jetzt mal unabhängig von dem zweiten Teil, ob der stimmt oder nicht, aber zumindest der erste, der ist ja gar nicht unbedingt wahr, ne? Sondern es ist ja eigentlich nur ein Hobby von dir, oder? So ist es. Du machst ja sonst auch noch andere Dinge. Genau, also das mit den Cocktails ich bin nicht so der Cocktailtyp. Ich bin da mehr der Purist, also ein gutes Glas Wein oder ein Bier, da kann man mich mehr kriegen. Das ist richtig. Also ich habe das gerade auf Konferenzen, merke ich es immer wieder, dass dann Menschen zu mir kommen und sagen, ja, hier der Podcast, das ist ja super und klasse und da musst du ja, wie machst du das eigentlich? Hast du da Sponsoren oder sonst was? Und ich bin immer, nee, das ist eigentlich alles wirklich nur ein Hobby. Also ich mache das gerne und ich mache das mit viel Herzblut und Leidenschaft und freue mich auch drüber, aber es ist natürlich von meiner Seite ein Invest zeitlich und finanziell und das muss ich natürlich irgendwo gegenfinanzieren und
Das heißt, ich hab versucht, den Podcast so, sagen wir, effizient wie möglich auch zu gestalten in meinem Alltag, was diese ganze Postproduktion und alles angeht. Und ich habe aber trotzdem einen Großteil meiner freien Arbeitszeit beschäftige ich mich mit meinen Kunden, mit meinen Klienten, um die auch weiterzubringen und dort mein Tagwerk zu verrichten und Geld zu verdienen, damit natürlich auch. Also ganz klassische Softwareprojekte als Berater, als externer Unterstützung, Coach, Mentor, um das Thema in Projekten voranzubringen. Was war das so das interessanteste Projekt, das du mitgenommen hattest oder was dir hängen geblieben ist? Also ich mag, Also was ich total gerne mag, ist so Teststrategien stressen und zu schauen, okay, wenn man so ein, also häufig habe ich habe jetzt keine so Vollzeit Testmanager-Projekte. Sowas mache ich eigentlich nicht mehr, aber so ein Testmanager oder ein Testteam oder ein Entwicklungsteam dabei zu begleiten, wie sie ihr ganzes Zeug besser machen können, wo sie die Stellschrauben finden, wo sie wirklich auch einen Hebel haben, was zu bewegen. Das macht mir total Spaß. Und beginnt häufig mit so einem Workshop, wo man einfach mal diese Teststrategie, die jetzt haben, die sie vielleicht artikulieren können oder nicht, einfach mal zu challengen und zu sagen, okay, wo hängt's denn da? Was funktioniert denn eigentlich nicht? Und da mal so nach einem Tag dann so befriedigt rauszugehen und wissen, okay, wir haben jetzt 5 Points rausgearbeitet, wo man wirklich mal was auch schrauben kann, damit das besser wird im gesamten Team, in der Entwicklung oder wo es auch immer hängt. Das ist so mein Highlight in meinem beruflichen Werden und Dasein. Und das, was du am Anfang auch gesagt hast, das Thema der Mensch, also so dieses ein Mentor zu sein oder ein Coach zu sein und einen Tester, Testerin oder Testmanager so zu begleiten über eine Zeit lang und zu schauen, okay, wo struggelt der eigentlich persönlich und wo eckt's da an und da im Coaching-Modus, im Mentor-Modus zu helfen, das ist das andere, was mir total Spaß macht, auch zusätzlich, dass mir das im Gegensatz zum Podcast auch noch Geld bringt und ein Einkommen sichert, ja. Ja, ich sehe schon, da brennt die Leidenschaft und das ist ja auch super, gerade in dem Level oder in der Aufgabenstellung, wo du und ich mache das ja auch, wir da unterwegs sind. Ich glaube, da ist eine gute Leidenschaft, die da dabei ist, hilft auf jeden Fall sehr, ja. Der Mensch ist ja ein zentrales Thema bei dir, wie du es ja gerade auch nochmal gesagt hast. Wie ist denn jetzt so dein aktueller Blick jetzt, aber vielleicht auch mal in die Zukunft geschaut mit dem Menschen, ne? Werden wir den hier haben? Werden wir Menschen überhaupt brauchen? Ist das nicht ein Auslaufmodell, mit dem du dich da irgendwie beschäftigst? Wie ist denn da dein Blick drauf? Also ich glaube, also so wie ich es gerade sehe, es ist natürlich schon gerade sehr herausfordernd. Ne? Wir haben ganz viele, sagen wir mal so, Impacts, die uns in unserem Menschsein einfach jetzt stören. Na, unser Wohlstand ist gestört, unser Friedensbemühen ist gestört. Überall gibt es irgendwelche Krisen, die bewältigt werden, die uns jetzt aber auch auf einmal sehr präsent sind, weil wir sie ständig in Echtzeit um die Ohren geschmissen bekommen. Und also das belastet schon ganz viele. Aber, und das ist, glaube ich, das, was wir sind jetzt auch, also vielleicht hoffentlich irgendwann mal an diesem Tiefpunkt angekommen, wo es dann auch wieder bergauf geht, weil ich merke jetzt schon, gerade auch durch dieses ganze KI-Thema und sowas, ne, dass diese menschliche Komponente auf einmal wieder viel mehr Bedeutung bekommt. Das haben wir auch irgendwie nach der Pandemie gehabt, wo dann auf einmal es war wieder so klasse, sich zu treffen und sich anzuschauen, zu quatschen, Bierchen zu trinken, was auch immer. Es hat auf einmal viel mehr Wertschätzung bekommen. Und das nehme ich jetzt auch immer mehr in den Projekten wahr, ne? Also trotz allem, was wir jetzt alles noch mehr automatisieren können und sowas, dass wir da jetzt auch mehr den Fokus wieder drauf legen, wie geht's uns eigentlich damit? Ne? Wie können wir eigentlich als Team auch besser kommunizieren? Wie können wir den anderen auch mal verstehen? Jetzt wieder ein bisschen raus von dieser Bubble, wo wir jetzt drin sind. Meine Meinung ist die einzig richtige und die anderen sagen, das ist alle blöd und deswegen mag ich die nicht, sondern auch wieder andere Meinungen zuzulassen und in einen positiven Diskurs zu gehen über Themen und so. Ich glaube, da kommen wir mal wieder hin. Also ist zumindest so mein Blick in die Zukunft und das versuche ich natürlich auch zu fördern mit meiner Arbeit. Ne? Also konkret schwingt da ja das Thema, werden wir Tester ersetzt durch eine KI mit, aber so wie du es beschreibst, ist es ja eigentlich keine testspezifische Herausforderung, die wir da haben, sondern generell gesellschaftlicher Impact auch, jetzt nicht nur beim Thema KI auf unsere Arbeit, unsere Disziplin, sondern generell, wie wir eben mit Technologie auch umgehen.
Und das Pendel jetzt vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht schwingt das Pendel jetzt auch erstmal noch viel, viel weiter in die eine Richtung, aber durchaus auch mal wieder zurückpendelt. Also ich sehe das auch, ne? Also nicht überall, da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungen natürlich auf das Thema, aber ich würde es auch so einschätzen und zumindest mir wünschen und hoffen, dass wir da nochmal wieder merken an manchen Stellen, wie wichtig der Mensch denn auch tatsächlich ist. Ja. Also ich finde, du hast also eine Sache auch bezüglich der Tester noch, also so, wenn wir jetzt auf KI schauen, ich glaube, da kriegt gerade der Tester auch noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung jetzt auch, weil ich glaube, Testenqualität ist im Endeffekt People-Business. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen und da sind wir halt noch nicht so weit, dass wir irgendeiner Kiste vertrauen, dass die sauber testet, sondern da will man irgendjemanden haben, der dann auch irgendwo da ist und als Mensch einfach da ist und sagt, okay, ich schreibe diesen Testbericht, ich mache die Tests, ich kann das bewerten und dann unterschreibe ich auch mit meinem Namen und gebe das so mit rein. Und diese ganze Kommunikation, also ich glaube, da sind wir schon in einem Bereich, der sehr menschelt, als in dem Testing- und Qualitätsumfeld. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube am Ende, wir gehen da, als wenn man von Gewinnern und Verlierern sprechen darf, aber echt als Gewinner raus bei dem Thema, weil wir noch merken werden, dass es gar keine gute Idee ist, aus einer Qualitätssicht den Menschen irgendwie herauszunehmen. Ja. Ja. Guck mal aber mal auf deine persönliche Zukunft. Hast du einen persönlichen Wunsch, jetzt vielleicht hier im Podcast, Weiterentwicklung oder auf was können wir uns denn einstellen? Auf Chinesisch, ein Spin-off? Was ist denn da so dein Also die Plan? Die anderen Sprachen, die werde ich alle mit Dubbing machen. Also das lasse ich dann einfach hier irgendwie in Chinesisch, in Portugiesisch und sonstige Sprachen einfach übersetzen und lippensynchron dann abspielen. Da mache ich jetzt keinen eigenen Podcast mehr dazu. Also sag mal, für die Podcasts ist schon der Plan, dass einfach auch da die Audience wächst, dass wir da vielleicht auch bisschen mehr noch, gerade international, da gibt es jetzt noch viel mehr Potenzial im deutschsprachigen Raum. Da haben wir jetzt quasi gerade ein Plateau erreicht. Ob es da noch mehr geht, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich habe ja auch keine Referenzerfahrungen dafür. Aber da würde ich gerne auch mit den Ideen noch mal ein bisschen mehr spielen. Was kann man denn noch rein transformieren ins Testen oder von der Idee her transformieren? Also eine Idee ist zum Beispiel, sich mal so einen Produkttester zu nehmen, weiß ich, von Stiftung Warentest oder so irgendwas und den mal hinzusetzen und sagen, wie testest du denn eigentlich? Ne? Wie machst du das eigentlich? Um so einfach vielleicht noch einen frischen Blickwinkel auch drauf zu bekommen. Also in die Richtung möchte ich noch mehr meine Fühler auch ausstrecken und da noch ein bisschen mehr Content auch bringen. Und ansonsten ist es so, dass ich natürlich an meinem Portfolio auch arbeite, was meine Ausbildungen, die ich anbiete, betrifft, Workshops, die ich anbiete. Da habe ich so Ideen, aber da muss ich mal schauen, wann ich wieder Zeit habe, was konkreter auch zu bringen, um das dann auch auf den Markt zu werfen, sozusagen. Also wir können gespannt sein, da wird noch was kommen, ja? Ja, ja. Wenn man so einen Preis bekommt, ne, dann bekommt man den ja manchmal am Ende seiner Karriere. Das ist jetzt hier offensichtlich und auch hoffentlich nicht der Fall, aber zumindest mal, wenn man mal einen gewissen Meilenstein irgendwie erreicht hat. Der junge Ritchie, ja, der dann irgendwie mal frisch aus der Schule kam, der hat sich vielleicht oder auch nicht irgendwie mal vorgestellt, ich werde mal Software-Tester oder auch nicht und es ist zufällig geworden, aber jetzt mal so nur in der Retrospektive von deinem Karriereweg bisher auch gerade was die Projektarbeit und so betrifft, gibt es da was du dir selber irgendwie empfehlen würdest, deinem jüngeren, sagen wir mal 18-jährigen Ich, was du heute weißt, aber damals froh gewesen wärst, das gewusst zu haben? Also ich war ja in ganz vielen diesen Bereichen Autodidakt. Ich habe ja Programmieren und all diese Dinge habe ich mir ja selber beigebracht. Dann irgendwann mal später bei Arbeitgebern eine Schulung bekommen, aber das war, also da war schon sehr viel selbst zu erarbeiten dran. Und zu dem Zeitpunkt am Anfang wusste ich ja gar nicht, dass es so Tester gibt oder sowas, dass man sowas überhaupt braucht. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, wo wir auch noch mehr wirken können, aber ist vielleicht ein anderes Thema. Was würde ich mir raten? Ich glaube, dieses aktive Fragen stellen in den Projekten, in seinem Umfeld, ich glaube, das ist eine
der Kernkompetenzen, die wir haben als Tester, und das würde ich mich gerne schon früher getraut haben. Also damals habe ich mich noch so ein bisschen hinter dem Testmanager versteckt, gesagt, ich habe hier ein paar Fragen, kannst du die da mal irgendwie klären? Ich will da nicht mit den Leuten reden. Und so, das hätte ich mich gerne früher getraut, da einfach auch proaktiver mit reinzugehen und diese Fragen zu stellen, wenn ich einfach keine Ahnung habe, was damit eigentlich gemeint ist, und das nicht auszusitzen. Ich glaube, das wäre so der Rat, den ich meinem jüngeren Ich geben würde. Und das mit dem Rauchen früher sein lassen. Aber du hast es ja erfolgreich Ich hab's, gelassen. ja, das ist. Nicht, dass hier falsche Meinungen aufkommen. Richie, total spannend. Ich lasse dich jetzt aber noch nicht vom Haken, weil ich bin nicht ganz unvorbereitet hier reingegangen. Ich habe gedacht, wir machen mal zum Abschluss noch ein kleines Spiel, das ich mitgebracht habe. Ich bin selber großer Podcast-Fan und da gibt es ja immer so die unterschiedlichen Formate und so weiter. Das heißt, das habe ich jetzt auch nicht selbst erfunden. Die erfahrenen Podcast-Hörer werden auch wissen, was ich meine. Es nennt sich das A- oder B- oder Weiterspiel. Ja, und das Prinzip ist ganz einfach. Ich sage in schneller Folge Wortpaare und du musst dich spontan für eins entscheiden. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage Android oder iOS, dann sagst du iOS. Sehr gut, hast das Prinzip verstanden. Ja. A oder B oder weiter. Na, so weiter bedeutet, wenn du mal irgendwie zögerlich bist oder dich nicht entscheiden möchtest, weil du beides toll oder schlecht findest, kannst du weiter sagen. Aber nur in 10% der Fälle. Ich habe 20 Fragepaare mitgebracht. Das heißt, ich erlaube dir maximal 2-mal weiter zu sagen. Na? Bei allen anderen musst du dich entscheiden. Okay. Prinzip verstanden, ja? Das Prinzip habe ich verstanden. Ja, also zur Not schneide ich das einfach hinten raus, wenn es mir nicht Hier gefällt. wird nichts geschnitten. Ach so, okay. Gut, also testen als Rolle oder testen als Aktivität? Aktivität. Teststrategie auf einem Post-it oder Teststrategie als 50-Seiten-Dokument? Post-it. Unit-Testing oder End-to-End-Testing? Unit-Testing. Testender Entwickler oder entwickelnder Tester? Da muss ich erst überlegen, testender Entwickler oder das erste? Testender Entwickler. Ja. Ja. Automatisiertes Testen oder manuelles Explorieren? Manuelles Explorieren. Happy Path oder Edge Case? Edge Case. In die Breite testen oder in die Tiefe testen? Breite. False Positive oder False Negative? Das habe ich noch nie verstanden. Weiter. 1, 2-Wert-Grenzwertanalyse oder 3-Wert-Grenzwertanalyse? 3-Wert-Grenzwertanalyse natürlich. Sehr gut. Shift Left oder Shift Right? Shift Left. Testen mit KI oder testen nach Bauchgefühl? Bauchgefühl. Ein Bug, der nie gefunden wird oder ein Feature, das nie genutzt wird? A Feature. Testen bis zur Perfektion oder good enough? Good enough. Testbericht als Ampel oder Testbericht auf einer Excel-Tapete? Ampel. Okay. Jetzt wird es ein bisschen herausfordernder. Okay. Palatschinken oder Pfannkuchen? Palatschinken. Grüner Veltliner oder Köpi? Grüner Veltliner. Austrian Testing Board oder German Testing Board? Austrian Testing Board. Podcast Software Testing oder Software Testing Unleashed? Software Testing Unleashed. Podcast hosten oder interviewt werden? Hosten. Eine Laudatio halten oder selbst einen Preis erhalten? Ich nehme den Preis. Sehr gut. Das waren die 20 Fragen. Du hast sogar ein weiter dir noch gespart. Oh, fürs nächste Mal dann. Vielen lieben Dank. Es hat mir total Spaß gemacht. Wir sehen uns ja regelmäßig, aber vielleicht als wichtiges Datum Event im November, genau am 18. November beim ASQF Quality Day in Berlin, wo wir, glaube ich, alle hier mit einladen dürfen. Da wird nämlich der Preis offiziell vergeben.
Da wird es nämlich dann tatsächlich auch eine Laudatio geben von einem bekannten Kollegen von uns. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Insofern lässt du dich vielleicht überraschen. Ich Am weiß es 18. schon. November in Berlin. Aber es ist dein Podcast. Insofern würde ich dir natürlich gerne nochmal das letzte Wort geben. Ja, danke Florian. Ich fand's echt erfrischend, mal auf der anderen Seite zu sein und ich finde, das super gemacht. Also ich glaube, vielleicht gebe ich das einfach mal ab an dich. Also, du machst es in Zukunft. Vertretung. Genau, Vertretung, wenn ich auf Urlaub bin. Ja. Also, vielen Dank. Das war ganz toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Super, das freut mich auch. Und wir sehen uns und bis bald. Bis bald. Danke. Ciao. Alles klar. Tschüss.